Yo, was geht? Ich bin's, Leinterde, und ich begrüße euch zu Part 7 von meiner Star Wars The Mandalorian Kapitel 1 Toybox Serie in Disney Infinity. Lion HD, Leute, Lion HD. Wir machen direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar mit dem Gelände, beziehungsweise mit den Bergen. Und das hier ist meiner Meinung nach der beste Teil. Das dauert zwar ziemlich lange, also dieses Video hier zum Vergleich, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Dieses Video hier ging ursprünglich 2 Stunden lang. 2 Stunden. Das ist echt eine Menge, ich habe es auf 37 Minuten runtergekürzt. Für euch, ihr werdet ein paar Mal stoppen müssen. Also ihr werdet auch ein paar Stunden daran bauen, bin ich mir ziemlich sicher. Das wird schon etwas dauern. Aber gut, Leute, ihr habt ja auch mich. Ich unterhalte euch bestmöglich in diesen 37 Minuten. Und ich würde sagen, da beginnen wir auch direkt. Und zwar wollte ich noch unbedingt über das Weihnachtsevent reden. Das Disney Infinity Weihnachtsevent 2021. Da haben ja einige Content Creator mitgemacht, unter anderem The Bowtie Guy, Professor Toybox, All Night Gaming. Wen haben wir noch? Jumanji Allen, Showing Anyone 5, Jet Blast 190, Some Comic Nerd, Popper Age und sogar 72 Pringle. Aber last but not least hat noch jemand mitgemacht, und zwar Lion HD, Leute, Lion HD. Okay. Genau, wir haben dort mitgemacht und dieses Mal hat jemand ganz Besonderes dieses Event gestartet. Und zwar der einzig wahre, der Bowtie Guy. Der Bowtie Guy hat dieses Event gestartet. Ihr müsst wissen, der Bowtie Guy wollte erst nicht unbedingt mitmachen. Er war sich auch nicht sicher, kann er was bringen? Hat er eine Idee? Und hat er dann schon gezögert. Und wisst ihr, ich kann das ja gut verstehen. Aber ich bin so dicke mit dem, ich akzeptiere kein Nein. Ich akzeptiere dort kein Nein bei ihm, ja? Event ohne The Bowtie Guy, ja, das könnt ihr euch vorstellen, das ist wie ein Regenbogen ohne Farben, ja. Es geht nicht, es geht einfach nicht, ja. Und The Bowtie Guy hat sich dann, ja, ein bisschen geschüttelt, ja, die Muskeln einmal angespannt, ja, und dann so ein Banger rausgehauen in diesen paar Tagen, ja. So ein absolutes Brett. Also Leute, ich sag, wie es ist. Diese Stadt hat er so genial getroffen. Top nachgebaut. Und auch, dass er das für seine Mutter sozusagen gebaut hat, das hat mich echt schon gerührt. Also es freut mich auch, dass man sowas macht. Er hat mir mega Intro angefangen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich selbst war ja Shareplay, also durfte ich dann mir mal das hier angucken, wie diese Map wirklich ist. Es ist genial. Es ist wirklich top. So viele Details. Und auch danach, ein paar Tage später, hat er ein Easter Egg Video rausgehauen. Und da lernt man mehr als im Geschichtsunterricht. Ich sage euch, wie es ist. Das ist ja kein Schwachsinn, den wir hier erzählen. Wenn der euch wirklich das über die Wassertanke da sagt, ja. Es ist Wassertanks? 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 Wassertanks oder Warte. Tank, Mehrzahl, Tanke, oder? Ich hätte jetzt Tanke gesagt. Die Tanke. Wassertanks. Genau. Wenn euch dann jemand über die Wassertanks etwas erzählt, ich sag, wie es ist. Ich habe gerade eben vor circa 5 Stunden mit meiner Mutter zusammen so ein Mordsbild hier an meine Wand dran gehängt, ja. Das war so aus 3 Lagen, sage ich jetzt mal. Ein Bild von New York und da sind zig Wassertanks drauf. Und dank The Bowtie Guy weiß ich jetzt, warum die dort sind und woran man New York erkennt. Und das ist einfach genial, ja. Ich meine, auch sein Walker... ich kann gar nicht mehr sprechen, ja. Er hat mich abgeholt damit, ja. Der Apple Store. Genial. Das Haus für Mickey und Minnie. Absolut legendär. Wirklich ein Meisterwerk. Aber vor allem das Rockefeller Center ist so dermaßen gut getroffen. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das nachbauen darf. Und er war so nett, ich durfte, bei aller Liebe, ich konnte mir alles angucken, ja. Genau, ich durfte mir dort das auch angucken, weil ich habe damit noch was vor. Und, also wirklich, eine Hammer-Map.
auch diese kleinen Details, sage ich mal, zum Beispiel das Haus von Mr. Fredrickson, also von oben, ja. Das Haus, das steht ja so als Miniatur, sage ich jetzt mal. Das ist normal für einen Tannenbaum, ja, sowas wie eine Kugel, so Tannenbaumschmuck einfach, Weihnachtsschmuck zum Dranhängen. Das steht bei mir hier auf dem Schreibtisch. Ja, weil ich es einfach schön finde, dieses Haus. Und ich freue mich auch, dass wir das hier im Spiel haben. Und wie das eingebaut wurde, aber auch die Bibliothek. Also wirklich toll. Richtig schön, sowas zu sehen. Mit so viel Liebe. Und auch das Feuerwerk. Also, ich will auf jeden Fall mal nach New York, ja. Weiß nicht, vielleicht war ja jemand schon von euch dort. Aber, also als ich das Video gesehen habe, ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich in New York. Ja, er hat es auch von Google Maps sehr stark nachgebaut. Also er hat sich wirklich Bilder angeguckt, alles Mögliche. Dann das nachgebaut, geguckt, wie könnte man das adaptieren und so. Und ich liebe sowas. Ich liebe sowas. So eine Leidenschaft, die dahinter steckt, ja. Sowas muss einfach geschätzt werden, ja. Also wirklich tolle Arbeit. Ja, nein, nicht keine tolle Arbeit. Nein, keine tolle Arbeit. Entschuldigung, das muss ich zurücknehmen. Denn das Wort toll trifft es nicht mal ansatzweise, ja. Grandios wäre hier angebracht. Ja, aber selbst dieses Wort könnte es wahrscheinlich nicht gut genug beschreiben. Wirklich Weltklasse. Top Toybox. Auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall ein Mega-Start für dieses Event. Also danach war ich heiß auf das Event. Danach waren wir alle heiß auf dieses Event. Weil so ein Bombenstart, ich meine, bei diesen Events, ich sag wie es ist, wer den Start machen muss, der hat's schwer. Der hat's im ersten Moment ziemlich hart. Weil du musst sozusagen bestimmen, ob dieses Event krass wird oder nicht. Ich meine, in den letzten Zeiten hat es immer Pringle gemacht. Also zum Beispiel bei May the 4th. Und The Bowtie Guy kann man locker auf die 1 packen. Also würde ich auch jedes Mal wieder machen. Na, ich hab's vorgeschlagen. Und keine Enttäuschung. Kann man nicht sagen. Hätte mich eher gewundert, wäre ich enttäuscht gewesen. Aber dass er so ein Banger rausbringt, ja, so ein Mordsstart, also perfekt. Ey, ich habe mich so gefreut, ja. Bei aller Liebe. Danach ging es aber genauso gut weiter. Und zwar mit Professor Toybox. Er ist zurückgegangen in seine Arendelle-Welt und hat die ein bisschen umgestaltet. Er hat ein riesen Geschenk hingebaut. Ein Weihnachtsbaum. Er hat auch so Weihnachtsgrenze rumgebaut. Also wirklich sehr schön. Das Lustige ist, The Bowtie Guy hat als, wie heißt er? Als Jack Skellington, ja, als Jack Skellington gespielt. Und zwar als Weihnachtsmann, also mit dieser Weihnachts-Power-Disc gibt's ja da. Sehr schöne Münze auf jeden Fall. This is the way. Und der Professor, der hat nochmal seine Toybox nochmal umgestaltet. Und zwar hat er einen anderen Bereich gebaut für Feinde auch noch. Und den finde ich auch ziemlich schick. Weiß ich nicht, ob ich den auch adaptieren werde. Ich meine, ich habe ja seine Toybox nachgebaut und dann erweitert. Könnt ihr euch mal angucken. Dazu gibt es 3 Videos. Die habe ich an Weihnachten damals rausgebracht. Also ich glaube vor gut einem Jahr. Aber dennoch auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Auch, dass man da so dann den Zauberlehrling Mickey, glaube ich, war's, befreien muss. Top. Gefällt mir gut. Aber das eigentliche Highlight, und es war ja so dieses ganz große Geschenk, das war ja der Trailer, sag ich mal. Dieser kurze Teaser, was auf uns zukommen wird. Wir kriegen eine Rennstrecke für Arendelle. Die muss ich noch nachbauen, weil die passt perfekt in diese Welt. In diese Arendelle-Welt, ja, so als kleine Mission und so. Auf sowas stehe ich immer, ja. Habe ich gefeiert. Aber auch, dass er jetzt die Sportspielzeuge vorstellen möchte, und das tut er ja auch. Er macht so einen Golfkurs zum Beispiel für Alice. Ich liebe das Ding. Ich liebe das, ja. Baue ich auf jeden Fall auch nach. Und mit den Sportspielzeugen, da habe ich auch nicht viel am Hut. Sage ich, wie es ist, habe ich nicht viel am Hut. Aber das, was ich bisher so gesehen habe, zum Beispiel Banterball, ja. Oder auch hier mit Basketball hat er vor. Oder auch das Golf. Das Golfspiel, also das Minigolfspiel. Sowas gefällt mir. Sowas baue ich auch nach. Also, er heißt nicht umsonst Professor Toybox, sagen wir es mal so. Grandioses Ding. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Inhalte. Dann hatten wir noch All Night Gaming. Und All Night Gaming macht aktuell keine Playthroughs, sozusagen. Er baut keine Welten mit Missionen großartig und spielt die dann einfach so durch, wie wir das machen.
sondern er macht immer so was Eigenes. Also was komplett anderes. Und zwar hat er dieses Mal einen Film gemacht. Und zwar The Last Mandalorian. Und es ist einfach krank. Er macht Stimme und er baut die Settings nach. Er nimmt das dann auf. Da ist so eine richtige Geschichte dahinter. Und ich finde das einfach so krass. Vor allem er macht die Stimmen selbst. Also seine ganzen Stimmen sind selbst. Und diese Ideen auch mit Time. Dann, dass er auf Boba Fett trifft und alles. Diese Probleme, dann sogar Verrat, ja. Also du fieberst da wirklich mit. Du gibst ja dann diese 26 Minuten. Das ist schon ziemlich lange. Ist ja auch ein Film, ja. Und du fieberst da wirklich mit. Und ich freue mich auch auf mehr. Er hat auch schon zu Spider-Man was gemacht. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist was ganz anderes als der Rest, der an diesem Tag erschienen ist. Aber sowas, das sehe ich auch gerne, ja. Wirklich schönes Ding an sich. Also wirklich toller Content Creator, sehr netter Kerl. Freut mich auch, dass er dabei sein konnte diesmal wieder. Und wirklich, ich bin gespannt auf andere Filme, ne? Und danach war ich an der Reihe. Ja, es war Zeit für mich. Und ihr müsst wissen, ich habe was für Alice halt gebaut. Und zwar Alice im Wunderland, aber an Weihnachten halt. Also das Weihnachtswunderland habe ich es genannt. Das ist ein schöner Name, ne? Und da passt halt nur King Mickey rein. Ja, ich wollte mal mit der Powerdisk hier angeben, wenn ich sie schon habe, ne? Dann muss ich es ja ein paar Mal zeigen, ne? Also das eine Mal hier in The Mandalorian beim Easter Egg Video, ja, das reicht ja nicht. Das müssen wir schon öfter machen, ne? Und ich lieb's einfach. Dieses Weihnachtswunderland, also ich sag's mal so, das hat mich echt viel gekostet. Richtig viele Nerven. Denn man wechselt einmal in die Welt, dann muss die Person erscheinen, dann hat man nur so viel Speicherplatz. Und. Ich musste so viel ändern auf die letzten paar Minuten. Also das meiste, was ihr dort sehen könnt, auch den Tannenbaum oder an sich das ganze Weihnachtswunderland. Ich hatte nämlich vor, nur ein Wunderland zu machen. Nicht mit Eis, dann dieser Himmel und sowas. Das war im letzten Moment. Im letzten Moment kam ich auf die Idee, ey, ich mache aus dem richtigen Wunderland einfach das Weihnachtswunderland. Weil das passt einfach besser dazu. So, das kam mir aber erst in der letzten Sekunde sozusagen, weil ich dann halt gedacht habe, ey, das ist zu grün und ich denke, das passt nicht so zu Weihnachten. Und so war es auch, ja. Und ich muss sagen, es ist einfach eine schöne Map mit diesem Cricket zum Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt selbst gebaut. Das will ich hier erwähnen an der Stelle. Und zwar gab es früher verschiedene Alice-Toyboxen. Und die Entwickler haben selbst welche gebaut. Weil es gibt ja 3 Alice-Figuren, also Time, den Hutmacher und Alice. Und dafür haben die wohl eine Welt gebaut. Und da gab es auch Cricket im Schloss der Roten Königin. Und ich fand das so cool, diese Idee mit den Sportspielzeugen. Das war zum ersten Mal, habe ich das Sportspielzeug eigentlich wirklich eingebaut in eine Toybox. Und nicht einfach irgendwie so einen Ball platziert und dann rumgekickt. Und ich fand das Konzept einfach genial. Hab dann aber noch einiges geändert an dieser Arena. Also ihr seht's hier, ich habe 1000 Herzen eingebaut. Irgendwie noch Türme. Der Ball kann von der linken oder von der rechten Seite kommen. Das ist so per Zufall, ja. Da muss man noch kämpfen gegen den Wow? Ich weiß den Namen nicht. Dieses Monster von der Herzkönigin. Genau, das war also mein Plan. Dann noch ein paar Häuser von Arendelle. Da muss man Terminals hacken. Dann gibt es da Brunnen. Also halt so Kleinigkeiten. So, die es aber wirklich erst schön machen. Weil vorher hat das alles gefehlt. Auch in der letzten Minute eingebaut, ja. Und übrigens, es gibt so ganz, ganz kleine Easter Eggs. Selbst ich vergesse die manchmal. Aber wenn ihr wollt, ja, ihr könnt mal drauf achten im Video. Das ist oben auf dem Balkon, wo der Ball rauskommt, ja. Dort stehen 2 Soldaten drauf. Ja, so. Könnt ihr mal drauf gucken, vielleicht sieht man es im Video. Ja, ansonsten halt, das war so die Mission und ich fand das einfach so, ich wollte es einfach machen, dass man die verschiedensten Gäste aus, was weiß ich, aus Marvel, Spider-Man, dass man aus Marvel, Star Wars, Pixar und so, Disney, ja, dass man dort halt die verschiedenen Leute einsammeln muss irgendwie und immer auf eine unterschiedliche Art und Weise.
Übrigens, das ist zufällig. Also diese Reihenfolge kann sich ändern. Das heißt, du kannst beim ersten Mal sollst du jetzt Cinderella holen, beim zweiten Mal dann Alice und, ja. Es kann aber sein, wenn du dann die Toybox nochmal nachher spielst, ja, dass du zuerst Darth Vader holen musst, dann Spider-Man, dann Cinderella und. Also das ist kompletter Zufall. Deswegen war es auch so komplex und deswegen hat es mir so viele Nerven geraubt. Aber das war es auf jeden Fall wert, weil das macht es schon lustiger, wenn es purer Zufall ist und nicht so vorhersehbar. Genau, und dort habe ich auch einzelne Elemente von alten Toyboxen damals eingebaut. Zum Beispiel hat der Cryptic Fox, glaube ich heißt er, hat dieses Hutmacherhaus so ähnlich gebaut. Ich habe es ein bisschen angepasst, aber ich fand das so genial, wie er das dort damals gebaut hat. Das war schon perfekt, konnte ich dann benutzen. Oder auch diese eine Burg, sage ich mal, da muss man Cinderella holen, ja. Das ist auch sowas. Das habe ich auch aus einer anderen Toybox adaptiert und dann halt in meine reingemacht und alles verknüpft. Also in dieser Toybox hier, was weiß ich, das sind Elemente von was weiß ich wie vielen Toyboxen drin, weil es es einfach ausmacht. Und das macht es wesentlich besser, diese Elemente. Und wenn die dann so verknüpft drin sind, einfach schön. Ja, und mir gefiel halt gut diese Idee, weil ich habe die Alice-Filme für mich entdeckt. Nicht die Cartoon-Version, die habe ich noch nicht gesehen, ja, muss ich gestehen. Aber ich fand diese Idee auch cool mit der Teeparty. Dann hat meine Mutter so Alice-Besteck bestellt, ja. Und das fand ich dann auch irgendwie cool, Teeparty und so. Und dann dachte ich, ah komm, an Weihnachten könnte man ja mal sowas machen. Und ich habe auch sowas zuvor noch nie gesehen. Weil immer wenn ich eine Toybox baue, da will ich eigentlich schon sowas machen, was man eventuell vorher noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, damit bin ich gut gefahren. Es kam auf jeden Fall gut an. Und es ist wirklich eine schöne Toybox. Also angenehme Toybox. Ich laufe auch gern durch das Wunderland durch. Also ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Also, genau. Danach kam Jumanji Allen. Und Jumanji Allen, ich freue mich auch jedes Mal, dass er dabei ist. Er liefert immer irgendwie den krankesten Stuff ab. Ja, zum Beispiel hat er hier dann in My Christmas List, also seine Weihnachtswunschliste sozusagen, hat er dort einiges gezeigt. Zum Beispiel, dass Randale Ralf einfach hochklettern kann. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil sogar auf dem einen Concept Art, das hat er dann auch eingeblendet, da sieht man, dass er das kann, dass er da hochklettern könnte, aber das gab es halt dann nie. Und er hat es verbessert und ich finde das einfach top, wenn man sowas macht. Also was der an Modding-Sachen kann oder diese, sage ich mal, diese Effekte, die auf dem PC vielleicht nicht haben, dass er das behoben hat oder so spezielle Icons gemacht hat. Und so, er möchte jetzt auch so eigene Klassen einführen, ja. Dann hat er mir auch so ein Bild geschickt, zum Beispiel so als Schrecker. Und ich finde das genial. Also mir gefällt es so, diese Icons, diese Idee, auch wo das hingeht. Und auch aktuell, was er da macht. Mit seinem Content, er zeigt ja Welten, die zuvor noch keiner entdeckt hat. Und die er durchs Modden jetzt halt, ja, entdeckt hat, ne? Und sowas, ich feiere das. Also da sehen wir manchmal echt richtig kranke Sachen. Zum Beispiel die eine Tron-Map, an die erinnere ich mich ziemlich gut. Ich finde die Weltklasse. Also ich finde die absolut klasse, wie die einfach aussieht. Wirklich richtig schön. Richtig schön. Und ich muss auch sagen, ich habe die Tron-Filme nie gesehen, aber ich habe zum Beispiel die Rennstrecke vom Professor Toybox nachgebaut, weil die hat mir so gut gefallen. Also ich habe eigentlich auch nur Gutes gehört über die Tron-Filme bisher. Soll mir sie auf jeden Fall mal angucken, wurde mir empfohlen. Und ich glaube, das muss ich auch mal machen. Also jetzt habe ich schon die nachgebaut, ne? Jetzt müssen wir mal die Filme gucken, ne? So, und dann hatten wir als nächstes noch Showing Anyone 5. Und bei ihm, da war es irgendwie so noch nicht ganz sicher. Wird er jetzt mitmachen, wird er nicht mitmachen? Und er hat sogar dann gesagt, er wird nicht mitmachen. Aber ich meinte dann halt, ey, jetzt ist doch dein Video da. Ich glaube, es war ein paar Stunden später oder zu früh. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das Video dann da. Und für mich zählt es nur, du hast ein Video, es passt. Ob du vom Uploadplan ein bisschen abgewichen bist oder so, das ist, ja, ich wünsche es mir natürlich schon, dass du zur richtigen Zeit dann hochlädst. Aber
es ist egal. Hauptsache, das Video kommt. Das ist doch super. Wir wollen doch einfach nur Spaß haben bei diesem Event da. Wir haben noch keine strengen wir haben noch keine strengen Regeln oder so. Ja, das ist ja ein Event, wo jeder Spaß haben soll und ja, ein schönes Weihnachten, sag ich mal. Und seine Duckburg-Welt hat mir auch gut gefallen. Also, er ist wohl ein riesen Duckburg-Fan, hat er gesagt. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schwer für mich, sowas zu beurteilen, wie gut das ist oder welches Detail hier getroffen ist, weil, um ehrlich zu sein, ich habe noch nie Duckburg gesehen. Gar nichts davon. Also, ich mag Donald Duck, ja, ich mag auch vor allem Dagobert Duck, der steht hier auch auf meinem Schreibtisch, so als Figur. Und ich finde die zwei wirklich cool, aber ich habe leider keine Ahnung über Duckburg. Aber auch schön, dass er so ein Rennen eingebaut hat, so eine Stadt, die verschiedenen Charaktere da drin, dass du Goofy zum Beispiel treffen kannst. Das ist wirklich schön. Einfach eine schöne Welt gewesen und ich glaube, Duckburg-Fans, die sind hier genau richtig, ja. Also, wirklich schön. Ich bin auch froh, dass er es wieder geschafft hat, mitzumachen. Wir haben wirklich tolle Content Creator und so viele auch und so viele verschiedene Ideen, die wir hier haben. Absolute Weltklasse, gigantisch, tolle Leistung und ich hoffe, mehr zu sehen in Zukunft von ihm, ja. Ist auch ein sehr netter Kerl. Ich glaube, er hat heute sogar Geburtstag, als ich das Video aufnehme, ja. Also, ich habe ihn auch schon gratuliert, aber nochmal alles Gute. So, und dann hatten wir jemanden, um den habe ich lange gekämpft. Boah, da habe ich lange gekämpft, dass er mitmacht. Beim Halloween-Event hat er schon nicht mitgemacht, weil er, glaube ich, keine Zeit hatte. Und ich kannte ihn halt bei May the 4th noch nicht. Ja, so. Und er konnte etwas für Weihnachten machen. Und ich habe mich so gefreut, dass er es geschafft hat. Und zwar hat es Jet Blast 190 geschafft, mitzumachen. Ich habe mich gefreut, ja. Und wie er mitgemacht hat. Eine so geniale Map. Mickey's Not So Star Wars Christmas Adventure. Ich hab's gefeiert, ja. Diese Idee, dass man Star Wars und Weihnachten verknüpft. Lief ja damals nicht so gut mit dem Film, mit diesem Holiday Special. Habe ich noch nie gesehen, aber nie was Gutes drüber gehört. Aber gut. Kann ja auch sein, dass es cool ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es gesehen habt. Auf jeden Fall seine Idee, dass man sozusagen Geschenke abliefert an die Kinder und dann durch diese Stadt rennt. Die Stadt an sich ist ja auch wirklich wunderschön gebaut. Also da kann ich es ja nur loben. Er hat auch dieses Banterball von Professor Toybox nachgebaut. Und das trifft es halt auch ziemlich gut. Also das hat jetzt ziemlich schön reingepasst. Und an sich ist es ein toller Content Creator. Kann ich nur empfehlen, diesen Kanal. Er hat eine gigantische Star Wars The Mandalorian Kapitel 13 Toybox gebaut. Also das war das Ding mit Ahsoka. Die Jedi. Und ich liebe es. Habe ich auch nachgebaut. Habe ich sogar ein bisschen umgebaut, beziehungsweise nochmal was anderes eingebaut. Vielleicht zeige ich das. Im Trailer habe ich es kurz angekündigt. Aber diese Map hier, also Mickey's Not So Star Wars Christmas Adventure, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, falls es noch nicht geschehen ist. Auch wenn jetzt nicht Weihnachten ist, aber es ist ein gigantisches Video. Also wirklich tolles Ding. Toller Content Creator. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er auch noch mehr bringt. Und er hat auch noch was zu Boba Fett gemacht. Genau. Auch sehr schön. Also wirklich tolle Maps. Also ich freue mich auf mehr. Ja, und ich hoffe, er ist auch beim nächsten Event dabei, weil der Content hier, der gefällt mir gut und ich hoffe euch auch, ja. Weil wir wollen ja immer coole Content Creator dabei haben, ja. So. Dann hatten wir noch Some Comic Nerd. Und Some Comic Nerd hat ein sehr kurzes Video gemacht. 24 Sekunden. Ne, 24 Sekunden, Entschuldigung. Das ist nicht lange, aber das ist auch nicht notwendig, denn er hat uns so einen Mod gezeigt und ich liebe diese Thumbnail, ja. Die Thumbnail ist einfach genial. Und an sich dieser Mod für Spider-Man, Christmas Spidey, ist auch genial. Der sieht einfach so, er passt einfach perfekt zu Weihnachten. Also du könntest wirklich meinen, jemand hat eine Powerdisk draufgesetzt, der Weihnachts-Spider-Man. Das wäre auch mal cool. Ich meine, wir haben eine Weihnachts-Powerdisk, ne? Aber mehr wäre natürlich auch cool gewesen. Vielleicht noch so eine Mütze, aber die geht beim Modding, glaube ich, nicht. Aber wirklich ein schöner Mod. Also
Er hat auch beim letzten Mal ein mega Pack rausgehauen, das Hydra Pack. Hat mir auch sehr gut gefallen für Halloween. Da kann man nichts sagen, was hier abgeht. Also wirklich schöne Überraschung, netter Mod. Top. Auf jeden Fall auschecken, ja. So, und dann hatten wir noch Popper Age. Und Popper hat einiges gemixt. Aber wirklich einiges. Er war erstmal im Interior-Bereich, ja. Hier hat er Weihnachten gefeiert. Und dann hat er uns hier einiges noch gezeigt. Und zwar mehreres Verschiedenes, ja. Er hat begonnen bei Agrabah. Er hat in Agrabah angefangen. Und zwar als Aladdin. Und er hat dann einen 2D-Plattformer gebaut. Sowas, das hat mir richtig gut gefallen, gegen diese Gegner so zu kämpfen. Also ich habe auch nur einmal, meine ich, so eine 2D-Welt gebaut. Aber das macht schon Spaß, sowas zu haben, ja. Und das sollte man schon öfter machen. Weil auf jeden Fall ziemlich gut ist der Content Creator Clinton. 2D, glaube ich, heißt er. Ne, nur Clinton. Nur Clinton, ja. Clinton ist ziemlich gut, wenn es darum geht. Würde ich auf jeden Fall auschecken. Auch Mords Content Creator. Ich freue mich, dass er angefangen hat. Aber nochmal zurück zu Popper. Sein Agrabah Dungeon ist mega geworden. Also das hat mir richtig gut gefallen, gegen diese Wachen zu kämpfen. Und an sich mal sowas anderes von ihm zu sehen. Sowas 2D. Das hat mich komplett umgehauen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also wirklich ein sehr schönes Ding. Sehr schöne Toybox, wie er es hier gemacht hat. Und auch sehr überraschend. Ich meine auch All Night Gaming hat einen zweistündigen Livestream gemacht und hat dort gezeigt, wie man sowas nachbaut. Und also Schritt bei Schritt hat er das wirklich nachgebaut. Das heißt, wenn ihr euch das anguckt, ihr könntet sowas Ähnliches bauen. Das war es aber noch nicht mit Popper. Denn Popper hat nochmal einen oben drauf gesetzt. Und zwar hat er uns in den Ring geschickt, ja. Beziehungsweise Nick Wilde und Captain America hat er reingeschickt. Und ich war selbst mal in diesem Ring. Das ist schon hart. Das sieht so leicht aus, ja. Aber das ist schon hart. Aber das bockt auch vor allem. Und ich habe es auch gefeiert. Diese Eingänge, sage ich mal, auch als Aladdin kam, da mit seinen Söhnen dort. Also einfach top. Es ist genial gewesen. So ein schönes Special, so ein Mix. Es hat mir gut gefallen. Es hat mir richtig gut gefallen. Es war ein schönes Commentary, sage ich mal. Es ist also wirklich tolles Ding. Richtig schön. Und ich habe mich auch gefreut, dass er auch mitmachen konnte. Denn er war sich, meine ich, auch nicht sicher. Irgendwie. Also an Weihnachten sind ziemlich viele abgesprungen, muss ich sagen, vom Event her. Und das war mir eigentlich schon klar. Weil ich halt gesagt habe, es haben mich auch ein paar gefragt, machen wir ein Weihnachtsevent? Machen wir ein Weihnachtsevent und. Und ich habe halt gesagt, nein, eigentlich habe ich es nicht vor. Aus dem einfachen Grund, es ist Weihnachten und die Leute werden ganz schön viel zu tun haben. Aber es wollten so viele ein Weihnachtsevent haben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir eins. Und da sind immer mehr abgesprungen, sie wissen nicht, was sie machen und sie können doch vielleicht nicht und. Und da habe ich halt mal auf den Tisch gehauen und habe halt gesagt, Jungs, ihr wolltet das, ich habe es hier gemacht. Lasst mich nicht hängen. Und die Leute haben mich auch nicht hängen lassen. Coming Clean zum Beispiel, der konnte nicht. Der war sehr beschäftigt, sage ich mal, mit seiner Arbeit und. Das will ich jetzt hier nicht ausführen. Und er hat aber zu mir damals gesagt, yo, ich bring dir was. Und ihr seht, er hat nicht mitgemacht. Und dann habe ich halt gesagt, wie läuft's denn? Ja, ist ein bisschen stressig so, er hat dafür keine Zeit und sowas. Und ja, dann habe ich gesagt, machst du dann beim Event mit? Also dann machst du besser nicht mit. So habe ich gesagt. Und dann hat er gemeint, ja, das wäre ihm auch am liebsten, aber er hat mir jetzt sein Wort gegeben und er muss jetzt was machen. Und da habe ich ihm halt erklärt, das ist absolut freiwillig, hier muss niemand was machen, ja. Das ist doch absolut verständlich und kein Problem. Also das ist... Also bei aller Liebe, das ist ja hier kein Zwang bei uns. Wir machen das alle zum Spaß, ja. Hier wird niemand zu irgendwas gezwungen. Hier soll jeder nur Spaß haben und das machen, worauf er Bock hat. Ganz einfach. Und das hat er dann. Ich denke, er wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also bei May the 4th. Großer Star Wars Fan. Ich glaube, das lässt er sich nicht entgehen. Also hätte ich auch gerne dabei gehabt. Aber
Naja. Dann wäre es das eigentlich schon gewesen mit dem Weihnachtsevent. Meine Fresse. This is the way. So, und mit Popper wäre es das dann mit dem Weihnachtsevent 2021 für Disney Infinity. Aber, jetzt kommt das große Aber. 72 Pringle, viel beschäftigter Mann, wollte auch unbedingt mitmachen. Er hat schon gesagt, an Halloween habe ich schon nicht mitgemacht, aber jetzt an Weihnachten will ich was abliefern. Und er hat mir dann halt auch noch geschrieben und hat gesagt, du, ich werde es nicht schaffen, für Weihnachten was zu bringen. Und ich habe halt so gedacht, Digga, es ist das Weihnachtsevent, was soll ich denn da machen? Das geht nicht anders. Und dann hat er gesagt, er wird versuchen, so schnell es geht, das Video hochzuladen, ja. Dann zählt es halt nicht mehr zum Weihnachtsevent. Und er hat halt nämlich gesagt, es ist sehr kompliziert. Hat er gesagt, es sind so viele Blöcke involviert, so viele Basic-Blocks, über 500 oder so, also richtig viele Verbindungen, alles. Und ich habe mir so gedacht, was schafft denn der bitte, ja? Aber dann, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich sofort gewusst, nein, dieses Video, der zählt zum Weihnachtsevent. Denn hier kann ich verstehen, warum er gesagt hat, du, ich brauche noch ein bisschen. Weil das hier ist ja mal geisteskrank. Christmas with the Joneses. Ja? Ich habe es so gefeiert. Es sieht wirklich aus wie in diesem Fluch der Karibik-Film. Und an sich diese Logik auch. Er hat da noch ein Video dazu gemacht, um zu zeigen, wie man sowas macht in der Art. Und es ist geisteskrank. Es ist absolut geisteskrank. Als ich das gesehen habe, This is the way. als ich das gesehen habe, habe ich aufgeschrien vor Freude, ja. Es ist ja mal der absolute Hammer. Diese Idee, ich liebe es, wenn wir solche Innovationen sehen, wenn wir einfach Dinge sehen, die noch keiner zuvor gebracht hat. Und das hier, das hat meines Wissens nach noch nie jemand geschafft. An sich auf die Idee zu kommen, ich meine, das ist ja eine Logik dahinter. Du musst da richtig viel machen. Also du musst da wirklich richtig viel machen. Hat er ja gesagt, das sind über 300 Verbindungen, 500 Blöcke oder so. Er hat es im Video, glaube ich, genauer gesagt. Und diese Geschichte auch mit dem Geschenk, also, Jungs, es ist, also für Davy Jones haben wir jetzt wirklich krasse Toyboxen bekommen. Einmal von 72 Pringle, aber auch nicht zu vergessen von The Bowtie Guy, ja, an Halloween, Davy Jones. Guckt es euch an, falls ihr es schon vergessen habt. Aber ich glaube, habt ihr nicht. Wenn ihr es gesehen habt, dann sowas kann man nicht vergessen, so schnell. Und dieses Video hat mir wirklich gut gefallen und damit zählt es dann doch zum Weihnachtsevent. Es ist ein bisschen verspätet gewesen, leider, aber das Warten hat sich gelohnt, finde ich. Ihr könnt es euch angucken und ich hoffe auch, dass euch dieses Event genauso gut gefallen hat wie die vorherigen davor. Ich weiß, es gibt einen Kritikpunkt immer an diesen Events und ich kann den selbst nachvollziehen. Ich kann den absolut nachvollziehen. Der größte Kritikpunkt wird wahrscheinlich sein, man guckt sich diese Videos an und denkt sich, ich würde das jetzt gern spielen. Und dann kann man es einfach nicht. Ich meine, Infinity, der hat ein Video mal über uns gemacht, über May the 4th, über das May the 4th Event. Und die ganzen Kommentare darunter waren nicht, schöne Toyboxen oder sonst irgendwas. Das war zwar auch drunter und das freut uns natürlich so zu hören. Aber hauptsächlich haben die Leute gefragt, wie sie jetzt diese Toyboxen spielen können. Und ich muss sagen, das bricht mir ja wirklich das Herz. Das bricht mir echt das Herz einfach. Es gibt so viele, die das gerne spielen würden. Auch ich. Denkt ihr nicht, ich will die spielen. Ja? Wir wollen alle diese Toyboxen spielen. Aber die Server sind einfach offline. Wir können nichts mehr machen daran. Wir können höchstens über die PS4 per Shareplay spielen. Ja, das geht noch. Aber nur, wenn wir einen amerikanischen Account haben und irgendwie im Splitscreen. Aber wir können es nicht offline, ja, irgendwie spielen. Wir downloaden uns das so. Ich habe die Online-Zeiten nie mitbekommen von Disney Infinity, was ein bisschen schade ist. Aber ich wüsste heute, ey, das wäre was. Das wäre was. Online Disney Infinity. Boah, ich würde es so lieben. Es ist so traurig, dass wir es einfach nicht mehr können.
Aber dennoch hoffe ich, dass ihr irgendwie Inspiration durch die Toyboxen findet. Einfach eine gute Unterhaltung. Ich meine, es ist ja auch mal schön, sowas zu sehen. Und sagen wir es so, wenn ihr wirklich Feuer und Flamme für irgendeine Toybox seid, ich glaube, ihr könnt jeden Content Creator anschreiben und könnt einfach das Ding nachbauen. Also ihr könnt es auch so nachbauen, dafür müsst ihr keinen anschreiben. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr die Leute anschreibt, ihr kriegt sogar noch Bilder. Ja. Damit ihr es besser nachbauen könnt, weil es hat jeder, glaube ich, Interesse daran, dass man irgendwie seine Inhalte teilt, dass man die auch spielen kann. Weil an sich, bei mir ist es so, ich baue eine Toybox, zum Beispiel Loki, ja, oder The Mandalorian, und diese Toyboxen, die spiele ich gefühlt 1-2 Mal. Mehr mache ich damit nicht, ja. Ich spiele die so durch als Probe kurz, dann sehe ich, da sind Bugs drin, behebe die, spiele es nochmal durch, nochmal derselbe Prozess. Und wenn alles fertig ist, spiele ich das einmal durch und dann noch einmal, um es aufzunehmen. Das war's. Danach spiele ich das gar nicht mehr durch. Und das ist eigentlich schon ziemlich traurig, weil The Mandalorian Kapitel 1, das hat 3 Monate gedauert, um zu bauen, ja. Kapitel 2 hat 6 Monate gedauert, um zu bauen. Also wir bauen da Stunden, Tage, Wochen, sogar Monate daran, planen wie verrückt und dann spielen wir es 1-2 Mal. Das ist ja schon, das ist schon traurig. Vielleicht gibt es ja ein paar, die würden sagen, ey, ich spiele das 100 Mal. Und diejenigen haben diese Welt nicht. Die haben keinen Zugriff mehr darauf. Und das tut mir einfach leid, ja, für die Leute. Das wäre einfach schön, wenn wir hier die Inhalte teilen könnten noch. Aber das geht leider nicht. Aber wir probieren durch diese Events irgendwie Disney Infinity schon noch am Leben zu erhalten. Und ich kann euch sagen, das nächste Event wird ein May the 4th Event sein. Wird das Star Wars Event 2022 werden. Davor machen wir nichts. Ja, wir wollen es auch nicht übertreiben. Jeder Content Creator will ja seinen eigenen Content auch noch rausmachen. Und übrigens habe ich bald mein Abitur. Im April, Ende April. Ja, und dafür muss ich natürlich auch lernen. Und ja, jetzt habe ich erstmal eine Woche Ferien. Mal sehen, was ich da mache. Auf jeden Fall fürs Abi lernen. Vielleicht das ein oder andere Video. Gerade vertone ich ja, ne? Das ist ja schon mal ein Anfang. Das Video war schon ewig fertig geschnitten, aber nie was draus gemacht. So Leute, und dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.